In der chinesischen Kampfkunst gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Ständen. Einer davon ist der sogenannte Pfeil- und Bogenstand. In diesem Video erklären wir dir den chinesischen Namen, wie der Stand genau geht und welche Übungen du machen kannst, um deinen Stand zu verbessern. Hi, ich bin der Pascal von der Wushu Thai Akademie aus Konstanz. Wer mit der chinesischen Kampfkunst beginnt, lernt in der Regel zuerst die einfachsten Handtechniken und natürlich die Basisstände. Nachdem man den Pferdestand gelernt hat, kommt danach in der Regel der Pfeil- und Bogenstand. Der Name lässt sich aus dem chinesischen Begriff Gongbo ableiten, wobei Gong für Bogen und Bo für Stand steht. Bei dem Namen muss man allerdings auch beachten, dass es eher die Bezeichnung aus dem modernen Wushu ist, also dem chinesischen Leistungssport. Die traditionelle Bezeichnung aus südlichen Kung-Fu-Stilen ist für diesen Stand Zi Ma. Zi bedeutet lediglich Mittellinie und Ma steht für den Stand, nicht das Pferd. Um den Zi Ma zu lernen, hilft es sehr, wenn man sich die eigene Mittellinie vor Augen hält. Die Mittellinie ist einfach ausgedrückt eine gedachte Linie, welche man von der eigenen Körpermitte zum Ziel zieht, wie zum Beispiel einen Trainingspartner oder Gegner. Beginne am besten in einem Seipeng Ma. Um in den Zi Ma zu wechseln, solltest du nicht nur den Oberkörper und die Hüfte drehen, sondern vor allem die korrekte Beinarbeit einsetzen. Je nachdem, in welche Richtung du wechseln möchtest, setzt du den Fuß um Schulterbreite nach hinten. Danach drehst du Hüfte, Oberkörper und natürlich auch den hinteren Fuß mit. Dein Oberkörper bleibt aufrecht und deine Hüfte zeigt nun 90 Grad zur Seite. Dein hinteres Bein ist gerade, aber nicht komplett durchgestreckt. Dein hinterer Fuß ist auch leicht diagonal ausgerichtet. Das Knie von deinem gebeugten Bein sollte auch nicht über deine Zehenspitzen hinausreichen, sondern ungefähr über deinem Fußgelenk sein. Der vordere Fuß ist nicht ganz gerade, sondern auch ganz leicht nach innen rotiert. Von der Seite betrachtet sollte dein Stand schulterbreit sein. Somit stehst du stabil im Zi Ma und deine Mittellinie bleibt frei. Um zurück in den Seipeng Ma zu wechseln, versetzt du zuerst wieder den Fuß und drehst dann Hüfte und Oberkörper wieder zurück nach vorne. Als Übung kannst du den Richtungswechsel nach rechts, vorne und links ständig wiederholen. Achte darauf, dass du mit jedem Wechsel die gleiche Standbreite beibehältst und den ganzen Körper mit Hilfe der Hüfte und der Beinarbeit explosiv rotierst. In der chinesischen Kampfkunst werden Bewegungen und Übungen im Training oft tiefer und größer, aber in der Anwendung dafür höher und kleiner ausgeführt. Durch den Zi Ma lernt man vor allem, wie man die Hüfte einzusetzen hat. Die Hüftrotation überträgt die Kraft in den Oberkörper und in die Arme. Durch bestimmte Kombinationen lernt man die korrekte Körpermechanik und Kraftentwicklung, um sie dann später in der Anwendung, wie zum Beispiel im Vollkontakt, einsetzen zu können. Um deine Stände generell zu verbessern, ist es wichtig, die Hüfte zu mobilisieren, dehnen und zu stärken. Jetzt zeigen wir dir noch jeweils eine Mobilitäts-, Dehn- und Kraftübung, um die typischen Probleme zu lösen, die Einsteiger mit diesem Stand haben. Diese Übung kannst du jederzeit in dein Training integrieren. Für die Mobilitätsübung stehst du in einem weiten Ausfallschritt. Die Hüfte zeigt nach vorn und das hintere Bein ist dabei flach auf dem Boden abgelegt. Nun möchtest du deine Hüfte zur Seite öffnen und dein Bein rotieren, bis Knie und Fuß nach oben zeigen. Bleibe dabei so tief wie du kannst. Und vergiss nicht, deinen vorderen Fuß für die Drehung mitzunehmen, damit du das Knie nicht unnötig belastest. Für die Dehnübung beginnst du auch wieder in einem weiten Ausfallschritt. Die Hüfte zeigt nach vorne und das hintere Bein ist dabei flach auf dem Boden abgelegt. Als nächstes streckst du dein vorderes Bein und beugst es wieder. Bleibe dabei immer in einer kontrollierten, dynamischen Bewegung und versuche deine Hüfte Stück für Stück Richtung Boden sinken zu lassen. Danach setzt du dich hinten ab und greifst nach deinem Fuß. Vergiss nicht, auch wieder hier in einer dynamischen Bewegung zu bleiben. Für die Kraftübung bist du wieder in einem weiten Ausfallschritt. Dein hinterer Fuß ist dabei aufgestellt. Halte beide Arme über dem Kopf und lasse den Oberkörper aufrecht. Nun möchtest du langsam und kontrolliert hoch und wieder runter. Die Kraft kommt dabei aus beiden Beinen, nicht nur aus dem vorderen. Für weitere Übungen, die allgemein die Hüfte mobilisieren und stärken, kannst du dir unser Hüft-Workout anschauen. Dieses Workout kannst du immer nach deinem Training durchführen. Das sind die wichtigsten Punkte, die du beim Zi Ma beachten musst. Jetzt heißt es fleißig üben, üben, üben. Wenn dir das Video gefallen hat, klick den Like-Button, hinterlasse einen Kommentar und vergiss natürlich nicht, unseren YouTube-Channel zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.